my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Und damit willkommen zu einer weiteren Schlüpfersprengung hier auf dem Kanal. Ja, wir spielen hier The Park. Und ich bin schon sehr gespannt, worauf wir uns hier einlassen. Soweit ich weiß, spielt das Ganze hier in einem verlassenen Freizeitpark. Und die sind, glaube ich, ohnehin schon sehr gruselig. Ja, wir sind hier gerade mit unserem Sohn, der hier seinen Teddy verloren hat. Und wir als liebende Mutter müssen der Sache natürlich nachgehen und den Teddy aus dem Park rausholen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Junge nochmal hieß. Ich glaube, Kullem, Ulrich hieß der, glaube ich. Genau. Wir gehen jetzt einfach mal dort hinten hin. Den Jungen, den lassen wir jetzt einfach mal da im Auto sitzen. Der wird gleich von diesen lustigen Männern abgeholt. So. Atlantic Island Park. Attention, patrons. The park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Okay. Guck mal, wie schön das hier jetzt noch aussieht mit der Sonne und so, ne? So, press X to interact with objects in the world. Jo, so, was haben wir Callum denn was hier? born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Okay, anscheinend wurde der Park hier am selben Tag eröffnet, wie er geboren war. So, können wir hier rein? Nee, leider nicht. Leider Gottes nicht. Nee, hier auch nicht. Was ist hier? Ein Mülleimer und eine Tür, mit der wir nicht interagieren können. Schade, schade. Aber wir sind ja anscheinend auch wirklich... Nee, da hinten ist noch ein Auto, aber das kann natürlich auch von dem netten Mitarbeiter hier stammen. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath and think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Okay, ich frage mich nur gerade, woher weiß der, dass wir den Teddybär hier suchen? Und noch eine andere Frage wäre natürlich auch, wie der Junge hier gerade eben so schnell durchgekommen ist. Na gut, vielleicht hat der Typ die Teile hier schon ein bisschen früher aufgemacht. Wait for mommy, Callum. Okay, so können wir Ulrich rufen. Aha, eine Rolltreppe. So, wie betreten nun den Park? There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees. The park is now closed. Have a safe journey home. Okay, was passiert hier jetzt? Gehört das hier zum Park dazu oder muss ich mir jetzt Sorgen machen? Alter. Kann ich nicht wieder nach unten gehen? Ich fand das gerade eben da hinten eigentlich ganz schön. Nee? Schade. Okay. Wir sind jetzt im Park. Oh God. The park. Ich kann, glaube ich, auch nicht mehr zurück. What happened here? Nee, ich kann leider nicht zurück, okay. Das sieht jetzt aber alles so komisch verfallen aus. Und es ist Nacht geworden. Was nochmal? Irgendwie was? Hä? Okay, egal. Achso, so können wir rennen. Alles klar. Hä, warte mal. Achso, okay, gut, damit mit L3 kann ich rennen.
Alles klar, aber so da läuft er. Aber hier ist ja alles so verfallen. Eben war ja da unten war ja noch alles einigermaßen heil gewesen. Deswegen wundere ich mich jetzt gerade. Und ich hoffe mal, dass... ihr seht den Typen da oben drauf auch, ne? Guck mal, das Gerüst da oben. Da steht jemand. Alter. Bitte was? Bitte was? Den seht ihr auch, ne? Da oben über dem Kopf steht er. Und bewegt sich sogar. Der beobachtet uns. Kann das sein? Schon ein bisschen gruselig. Ich werf mal hier erstmal kurz ein Auge da drauf. Ob dann sonst noch irgendwas passiert. Ich mag das echt in Spielen, wenn da irgendwie so kleine Easter Eggs sind. Okay, komm, den lassen wir jetzt einfach mal. Der wird uns, denke ich mal, schon nichts tun. Noch nicht. So, und wir müssen unseren Sohn jetzt wiederfinden. Where'd you go? Come on, this way. Ulrich, komm nach Hause! Es gibt Mittag! Okay. Und die haben ja anscheinend das Maskottchen von dem Park. Mir tun die Leute ja immer leid, die sich da immer diese komischen Kostüme mal reinzwängen müssen. Ich dachte, hier wäre gerade ein Gesicht auch gut. Ich habe schon Wahnvorstellungen. So. The chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Okay. Ja, ihr könnt das doch jetzt selber nochmal durchlesen. Ich bin leider der englischen Sprache nicht wirklich untergeben, deswegen lasse ich das einfach mal. Ich werde mir das nachher vielleicht nochmal irgendwie durch einen Google-Übersetzer jagen oder so. Mal What's gucken. this? Boah, wie soll man das denn lesen? Ich hasse das ja echt in Horrorspielen. Warum muss eigentlich in jedem Horrorspiel das so sein, dass da irgendwelche Zettel sind, die man lesen muss? Naja. Ach, hört ihr das? Wie die Blätter blättern. Der Wind windet. Die Vögel vögeln. Okay, Vögel hört man hier gerade nicht. Überall hier auch Müll, ne? Also wir sind hier tatsächlich jetzt, ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, in dem verlassenen Park. Und ich habe gerade ein Lachen gehört. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Was bewegt sich da hinten? Was ist Callum, das? stay where you are. Achso, das ist eins von diesen komischen Booten. Ach so. Ach so, so ein... Mommy. Come back, Callum. Und der ist jetzt hier auch eingestiegen, oder? Okay, das ist eins von diesen ja, keine Ahnung, wie man sowas nennt. Diese komischen Boote, wo man dann durch Höhlen fährt und dann... Ja, kennt man ja. So. So, und jetzt halten wir uns alle mal schön an den Händen und verlieben uns, ja? Oh, ich hasse ja echt alte Parks, ne? So alte, verlassene Parks. Ich finde das allgemein schon, diese älteren Attraktionen im Heidepark. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart. Hier Grottenblitz oder sowas, ne? Diese alten Pferde, die sie da drin haben, diese komischen maschinenbetriebenen Teile da. Oh, ich finde die so gruselig, ne? Ich weiß echt nicht warum. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. Hänsel und They Gretel. were very poor and had very little to bite or sup. Ich denke mal, jeder kennt das Märchen. Ist ein bisschen dunkel hier, ne? What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow Boah. and abandon them there. Mann! No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets.
The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed Genieße das hier without gerade any ja so ein bisschen, supper. ne? Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. "Tomorrow I will take them into the woods myself," the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Wow, was ist hier los? Es war noch Gott so Hansel broke his schön. bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, Gingerbread. and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. "Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you." But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Boah, die alte Mann war "Come, klar, ey. children, don't be afraid. I have something for you." The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. Lollipops. "You see, nothing to fear here. Come inside," the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Oh! One Boah, ich reich die Rente ein, ey. the old woman Alter. She stuffed Hansel into a cage Mann. and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. "Your brother will make a good mouthful," the old witch told Gretel. "Once he is fattened up, I shall feast upon him." Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. "Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven." But Gretel pretended not to understand. "I do not know how. Where is the opening?" "Fool!" the old witch said. "The opening is here." And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled and the witch was cooked. And then, because even children can't survive on sweets,
They divided up the body of the old witch and ate her. Okay, das Ende ist neu. Finde ich aber witzig. Ah, ja. Schön, habe ich gerade echt ein bisschen genossen, bevor das Spiel überhaupt richtig losgeht. Ich? Guckst du mal wieder nach vorne, nicht, dass wir noch irgendwo gegenfahren. Also,